Was geht ab? Willkommen zurück auf dem Shutterspeed-Kanal. Wie ihr vielleicht am Titel und auch auf dem Thumbnail schon gesehen habt, geht es heute mal wieder um eine besondere Kamera. In einem unserer letzten Videos hatten wir euch schon die Point-and-Shoot Olympus Mü 1 vorgestellt. Eine Point-and-Shoot, die mittlerweile sehr großer Beliebtheit erfreut und deswegen auch immer teurer wird. Daher wollen wir euch heute eine Alternative zu dieser Point-and-Shoot vorstellen, die noch ein bisschen unterm Radar fliegt und deutlich günstiger ist, mindestens genauso viel Spaß und auch mindestens genauso geile Bilder macht. Deswegen bleibt dran und seid gespannt. Wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, geht es heute um die Nikon AF3. Meiner Meinung nach wirklich preis-leistungstechnisch die beste Point-and-Shoot, die es gibt. Mein All-Day-Begleiter, was Festivals, was Partys, was tagsüber angeht. Wenn ich einfach keine große Kamera mitschleppen möchte, ist diese Kamera immer mit dabei und immer bei mir in der Tasche. Kommen wir aber erstmal zu ein paar Zahlen, Daten und Fakten der Kamera. Bei der Nikon AF3 haben wir ein 35 mm Objektiv verbaut. Das Objektiv verfügt über eine Lichtstärke von 2,8. Das heißt, ihr könnt super geile Bokehs hinkriegen und auch in Lowlight-Situationen habt ihr mit der Kamera überhaupt kein Problem und könnt auch ohne Blitz mal richtig geile Bilder machen. Außerdem verfügt die Linse über eine 45 cm Naheinstellungsgrenze. Auf der Linse steht auch Makro, das heißt, ihr könnt mit der Linse auch wirklich ein bisschen näher gehen und die findet trotzdem noch ihren Fokus, was für ein cooles Bokeh sorgt. Einfach auch ein cooler Effekt ist bei einer Point-and-Shoot, finde ich, dass es dieses Feature einfach gibt. Wir haben hier ein Messsuchersystem verbaut, für alle, die nicht wissen, was das ist. Das heißt einfach nur, wir schauen oben an der Linse vorbei und nicht durch die Linse, wie bei einer klassischen SLR. Kann sehr vorteilhaft sein, kann natürlich auch zum Nachteil werden, aber wir haben im Viewfinder Framelines, die euch anzeigen, was ungefähr der Bildausschnitt ist, was super praktisch ist, natürlich auch für Leute, die das vielleicht noch nie benutzt haben. Bei mir macht das System super viel Spaß und ich finde, es bringt eigentlich nur Vorteile. Wir haben bei dieser Kamera die Möglichkeit, den Blitz auszuschalten, was ich persönlich für Point-and-Shoots immer super wichtig finde. Ich habe lange Zeit mit einer fotografiert, wo das nicht ging und die fing immer sehr früh an zu blitzen. Deswegen war es mir danach super wichtig, dass ich echt eine Kamera finde, wo man den Blitz ausschalten kann. Bei der Nikon in dem Fall können wir einfach vorne den Knopf, wo der Blitz durchgestrichen ist, gedrückt halten und dementsprechend wird das Bild nicht geblitzt und ihr könnt, wenn der Fokus gefunden ist, einfach abfeuern. Apropos Fokus finden. Wir haben vorhin gesagt, wir haben ein Messsuchersystem verbaut, deswegen ist es natürlich sehr praktisch, dass wir einen Autofokus haben. Wir haben im Viewfinder zwei Punkte, die leuchten, eine grüne Leuchte und eine rote. Die grüne zeigt den Fokus an und die rote zeigt den Blitz an. Das heißt, wenn die grüne leuchtet, ist der Fokus gefunden und wenn die rote leuchtet, würde die Kamera jetzt blitzen. Ja, falls ihr dann vorne auf den Nicht-Blitzen-Knopf drückt, leuchtet die rote Lampe eben nicht und ihr könnt einfach euer Bild machen und es wird nicht geblitzt. Des Weiteren haben wir auf der Vorderseite noch einen roten Knopf, den wir nach oben drücken können für den Self-Timer. Da sehr wichtig zu erwähnen, ich habe ihn glaube ich einmal bisher benutzt, aber das erste Mal direkt falsch. Wenn man den einfach hochzieht, dann löst er nach, ich glaube es sind 10 Sekunden aus und man muss nicht noch den Auslöser oder irgendwas drücken, das hatte ich nämlich erst gedacht, aber wenn man den hochzieht, löst die Kamera dann nach der bestimmten Zeit aus und ihr bekommt euer Selbstporträt oder was auch immer ihr mit dem Self-Timer macht. Der Self-Timer kann natürlich auch interessant werden, falls ihr mit der Kamera Langzeitbelichtungen macht, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, aber wir haben dafür einen Stativmount verbaut, den klassischen. Die Kamera kann von bis zu einer 500stel runter auf eine 1/11 Sekunde gehen. Ich würde euch natürlich jetzt nicht unbedingt empfehlen, Langzeitbelichtung mit einer Point-and-Shoot machen, aber jedem das seine. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, die Kamera bietet dieses Feature, aber ja, für mich ist das einfach nicht interessant. Wir schalten die Kamera ein, indem wir unter der Linse den Hebel bewegen und sehen dann, wie vorne die Linse aufgeht und die Kamera einsatzbereit ist. Wenn wir jetzt einen Film in die Kamera einlegen wollen, das war am Anfang für mich leicht verwirrend, müssen wir den Film einfach nur einlegen und einmal bis auf die andere Seite rüberziehen. Nicht zu weit reinstecken, sonst zieht die Kamera den Film nicht richtig ein. Und ja, müssen ihn da quasi nur liegen lassen, Kamera zu und schön könnt ihr loslegen und eure Fotos machen. Außerdem haben wir natürlich einen Frame-Counter verbaut, der geht von 1 bis 36. Wir haben vorne auch noch eine kleine Anzeige, die uns immer wieder zeigt, dass der Film gespult wird, was auch mal ganz praktisch ist, falls man sich irgendwie nicht ganz sicher war, ob der Film jetzt richtig drin ist. Das einzige Manko wirklich, was mir bei meiner Kamera jetzt aufgefallen ist, dass sie ein bisschen Patina bekommt, würde ich sagen. Ja, das Plastik löst sich langsam auf, ist sehr schade, aber ich muss sagen, ich gehe auch mit der Kamera nicht unbedingt gut um, die landet bei mir immer einfach in der Tasche, aber ich finde, das ist auch, kann man sich nicht beschweren bei einer fast 40 Jahre alten Kamera. In meinem Fall ist es jetzt ein Baujahr von 1987, es gibt ja noch viele verschiedene Varianten von dieser Kamera, es gibt noch beispielsweise die L35 AF, die ist noch was älter, die hatten wir aber auch schon getestet und die gefiel mir nicht so gut, deswegen ist es letztendlich die geworden. Bisschen neuere Kamera schadet auch meistens nicht.
Falls ihr jetzt Lust auf die Kamera bekommen habt, ihr könnt die Kamera natürlich nicht mehr neu kaufen, das ist klar. Aber wenn ihr mal auf eBay schaut, ihr findet die Kamera zwischen 70 und 100 Euro und ihr findet auch meistens wirklich welche in einem super guten Zustand, wo ich mich echt gewundert habe. Meine war auch in einem Top 1A Zustand, sah aus, als wurde sie nie benutzt. Und das finde ich ist wirklich ein großer Vorteil bei der Kamera, weil wenn man das jetzt wieder mit der Mü vergleicht, da gibt es viele, die super abgerockt sind und ja, einfach schäbig aussehen. Und wenn euch das wichtig ist, dass eure Kamera auch schön aussieht, dann würde ich euch dieses Modell definitiv empfehlen, weil ihr da auch echt noch schöne und neue, wertige Modelle findet. Damit wir jetzt aber auch natürlich nicht nur diesen ganzen Technikkram abklappern, muss ich euch natürlich auch mal zeigen, was die Kamera drauf hat. Und deswegen würde ich sagen, springen wir jetzt mal einfach an den Computer und ich zeige euch ein paar Bilder, die ich mit der Kamera gemacht habe. Ich hatte mir die Kamera natürlich auch Anfang des Jahres schon mit der Absicht gekauft, dass das meine Point-and-Shoot für Amerika wird, damit ich neben der Contax einfach noch einen, ja, kleinen Shooter habe, den ich irgendwie immer dabei haben kann. Und ich muss sagen, dafür hat sie sich auch mega gelohnt. Ich habe sie davor schon super viel ausprobiert. Aber ich zeige euch auf jeden Fall jetzt auch erstmal ein, zwei Bilder, die ich damit in Amerika geschossen habe. Und dann schauen wir hinterher nochmal in ein paar Konzert- bzw. Festivalbilder rein, die ich mit der Kamera gemacht habe. Ja, wenn wir uns das erste Bild anschauen, haben wir hier einen wunderschönen Moment in Santa Cruz, geschossen auf Kodak Gold. Ist auch, würde ich sagen, fast der Film, mit dem ich die Kamera am meisten nutze, weil ich in eine Point-and-Shoot einfach ungern teure Filme reinhaue. Das ist für mich ein sehr gutes Bild geworden. Fokus sitzt perfekt, wir haben schöne Farben und es ist alles echt sehr scharf, was mich bei der Kamera wirklich immer wieder überzeugt. Also die steht der Schärfe, beispielsweise der Mü, in keinster Weise nach. Das überzeugt mich wirklich immer wieder. Also da muss ich wirklich sagen, für den Preis echt tipptopp. Das hier für mich auch ein Beispiel, dass die Kamera bei der Belichtung nicht enttäuscht. Wir haben hier viele dunkle Spots, aber auch viele sehr helle. Und die Kamera kriegt es trotzdem hin, das Bild so zu belichten, dass wir einen guten Ausgleich haben und ja, echt eine sehr gute Belichtung hinbekommen. Da muss ich auch wirklich sagen, wurde ich bei der Kamera selten enttäuscht und der Belichtungsmesser ist echt eigentlich immer on point. Auch dieses Bild ein Beispiel dafür, dass die Kamera auch im Dunkeln richtig gut immer den Fokus findet. Also es war wirklich schon fast stockdüster und super dunkel und die Kamera hat, ja, mit dem Blitz natürlich auch, ja, dadurch, dass sie auch nicht pre-blitzt, hat sie auch keine Möglichkeit vorher den Fokus zu finden. Ja, hat sie hier trotzdem im Dunkeln perfekt den Fokus aufs Auto gesetzt und ist jetzt kein mega spektakuläres Bild, aber einfach um euch erstmal zu zeigen und ja, auch hier wieder, wenn wir das Bild blitzen, wie scharf die Details sind. Wir können wirklich hier auch echt nah ranzoomen für 35 mm. Da bin ich echt jedes Mal wieder erstaunt, dass das aus einer Point-and-Shoot rauskommen kann. Ja, auch das Bild hier von oben auf die ganzen Tower, auf die ganzen Gebäude, finde ich ein sehr geiles Bild und auch ein sehr gutes Beispiel einfach dafür, wie scharf diese Linse ist, die da verbaut ist. Ja, hier natürlich auch mal ein Moment, den man mit einer Point-and-Shoot öfter einfängt. Einfach seine Freunde, seine Umgebung, hier echt perfekt von der Kamera getroffen. Die ist hier bestimmt auf eine 2,8er Blende runtergegangen, gehe ich mal von aus, und hat den Blitz ausgelöst. Und wir kriegen ein richtig schönes Bokeh, eine richtig schöne Freistellung von Marian in dem Fall. Grüße an der Stelle. Und da muss ich sagen, dafür ist die Kamera einfach perfekt. Also ich kann da nichts gegen sagen, überzeugt mich immer wieder. Hier sehen wir jetzt mal einen Lowlight-Moment mit der Kamera. Man sieht natürlich, die ist mit dem Shutter schon ziemlich weit runtergegangen. Ich würde jetzt mal schätzen, es war schon wahrscheinlich, ja, fast eine 20., eine 30. vielleicht maximal. Aber dadurch, dass wir halt ja keinen Spiegel haben, sondern einfach nur die Point-and-Shoot, die auslöst, ist es mit der Kamera auch noch relativ gut möglich, bei diesen langen Belichtungszeiten trotzdem die Kamera relativ still zu halten und das Bild nicht zu unscharf zu bekommen. Also wir sehen natürlich hier, dass die Gesichter leicht verschwommen sind, weil sie sich wahrscheinlich bewegt haben, aber trotzdem auch in Lowlight-Situationen immer noch gut machbar. So, Freunde. Ich würde sagen, das reicht aber dann auch. Wenn ihr jetzt nicht von der Kamera überzeugt seid, dann weiß ich auch nicht. Für mich wirklich die beste Point-and-Shoot. Ich kenne auch viele Freunde, die sich die nach mir noch geholt haben, weil sie gesagt haben, boah, das Ding ist echt mega. Shoutout an Brian an der Stelle. Schaut auf eBay, ihr werdet die Kamera finden. Vielleicht, wenn ich ein gutes Angebot finde, verlinke ich das auch einfach mal unten. Checkt das gerne aus. Und ansonsten, wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, schaut gerne hier auf dem Shutterspeed-Kanal vorbei. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Shutterspeed-Kanal und kommentiert auch gerne mal, was ihr für eine Point-and-Shoot habt. Vielleicht sagt ihr ja auch, nee, die Nikon ist absoluter Müll und die Mü auch sowieso. Die und die Point-and-Shoot, die ist viel geiler. Schreibt uns das gerne unten rein, vielleicht testen wir die dann auch mal. Ansonsten würde ich sagen, ich zeige euch jetzt gleich im Outro noch ein paar Bilder, die ich mit der Kamera gemacht habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutterspeed.